Hallo Leute, heute reden wir mal über Saunieren. Ja, ich liebe Sauna und gehe auch regelmäßig hin. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass genau das am Anfang für viele komisch ist. Man muss sich vor fremden Menschen ausziehen und eigentlich weiß man gar nicht, wohin gucke ich denn jetzt? Was darf ich machen? Vor allem, was passiert, wenn ich angestarrt werde? Und genau darüber möchte ich heute sprechen, über die Blicke, über die Etikette, aber auch über das Unwohlsein. Ich mache es seit 20 Jahren. Ja, regelmäßig, und tatsächlich hatte ich auch mal ein Date in einer Therme, textilfrei, ja, mit 20. Ja, da war ich noch jung. Nee, also jetzt mal ehrlich, ne? Das war schon cool. Ich sauniere fast ausschließlich nur in Hotelspas oder auch hochwertigen Wellnessanlagen aus dem einfachen Grund, weil der Umgang da einfach mega respektvoll ist. Wenn ich in einem schönen Hotel bin zum Beispiel, komme ich einfach runter. Ne? Und vor allem habe ich auch gesehen, dass die Leute dort in einem ganz anderen Modus sind. Es geht nicht nur ums schnelle Schwitzen, sondern um das Erlebnis, um die Ruhe, um die Stille, um die Architektur, um das Ambiente. Und man ist da irgendwie in seiner eigenen Bubble. In solchen Anlagen ist das Saunieren schon fast ein Ritual, weil da niemand auf die Idee kommt, einfach mal zu gucken. Überleg mal, wenn das Ticket schon 90 € kostet, also komm. Es ist ein selektives Publikum, das genauso wie ich nur eines will, die Tür hinter sich zu machen, um den Alltag zu vergessen. Und darum geht es mir beim Saunieren. Und vor allem will ich mich wohl und sicher fühlen. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum es uns am Anfang eigentlich so schwer fällt. Und im Alltag ist die Kleidung ja eine Art Schutz. Ne, wir definieren uns darüber, was wir tragen, wie wir wirken, wie wir sind. Vor allem Kleider machen Leute. In der Sauna fällt das ja komplett weg. Und genau das ist im ersten Moment ungewohnt. Nicht, weil wir uns für unseren Körper schämen, weil einfach der Schutz weg ist. Jeder kann sehen, was wir haben, wie wir gebaut sind. Und vielleicht fühlen wir uns deswegen auch unsicher, weil das ja eigentlich nur private Einblicke sind. Wenn man das alles mal vergisst und ein paar Minuten auf so einer Holzbank sitzt, merkt man, dass das Äußere total unwichtig ist, weil man sich irgendwann sowieso nur auf die Atmung konzentriert, auf die Wärme, und die Leute schauen sowieso nur auf die Sanduhr, schließen die Augen, liegen dort. Einer der größten Sorgen sind, glaube ich, die Blicke bei uns Frauen, oder? Was passiert, wenn ich angestarrt werde? Was passiert, wenn ich jetzt gleich in die Saunakabine gehe oder wenn ich gleich die Tür aufmache? Ja, es ist wie ein Präsentierteller, ne? Es fehlt eigentlich nur noch die Kirsche on top. In der Sauna gibt es eine ungeschriebene Regel. Das ist die 1-Sekunden-Regel. Das heißt, alles, was über die Sekunde geht, wird als unhöflich betrachtet, als respektlos. Wenn jemand Neues in die Kabine kommt, dann schaut man kurz hin. Ja, derjenige muss sich ja auch orientieren, keine Ahnung, wo er hin möchte oder so. Das geht gar nicht anders. Das ist ein neutraler Blick, danach ist man wieder bei sich selbst. Das hat aber weniger was mit Anstand zu tun oder mit Flirten oder so. Keiner mustert dich. Die Sauna ist ein introvertierter Ort. Es interessiert niemanden, wer du bist, was du machst. Du bist unbemerkt, unbeobachtet und sicher. Oft wird das Ganze von außen als provokant angesehen. Warum geht man ohne Kleidung in die Sauna? Oder ist das nicht so unhygienisch? Eben nicht. Besonders in der deutschen und auch finnischen Tradition ist textilfrei gleichbedeutend mit Hygiene. Bei 90 Grad möchte man keinen nassen Kunststoffbikini auf der Haut kleben haben. Das ist unhygienisch und vor allem sammelt sich dort der Schweiß an, ne? Oder der Schweiß staut sich. Deswegen das Handtuch, das legt man über das Holz, damit es geschützt ist. Ich weiß, in manchen Ländern ist das nicht so. Ich glaube in den USA oder so, ne? Aber bei uns geht es nicht darum, um gesehen zu werden oder so, sondern weil es eben eine Hygienevorschrift ist. Was das Saunieren für mich so wertvoll macht, ist der positive Effekt. Egal ob körperlich oder auch mental, also vor allem schaltet dein Gehirn ab. Irgendwann denkst du nicht mehr über E-Mails nach, über den Alltag. Regelmäßiges Saunieren kann laut Studien den Bluthochdruck und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall senken, vor allem auch Muskelverspannungen lösen, Stress abbauen, aber auch den Schutzmantel stärken, ne? Unsere Haut. Die Gefäße werden natürlich massiv durchblutet auf einmal. Man kommt aus der Sauna raus, geht in den Bademantel und man fühlt sich einfach so leicht, finde ich. Also wirklich ein schönes Gefühl. Textilfrei ist
speziell, würde ich sagen. Und ich kenne auch hier welche, die das nicht machen, die sich unwohl fühlen. Im Ausland ist das ja manchmal sogar noch ein absolutes No-Go, auch wenn ich so mit Leuten darüber spreche. Was, du gehst so in die Sauna? Ja, wie denn sonst? Manchmal rufe ich sogar vorher in den Hotels an und frage, sag mal, was rennt denn da so rum? Kann ich da in Ruhe saunieren? Ich möchte in Ruhe gelassen werden und ich beobachte dich nicht und dann sollst du mich auch nicht beobachten. Ich würde ja gerne mal wissen, wer geht von euch saunieren? Macht ihr das? Fühlt ihr euch entspannt oder doch eher unwohl? Das war's für heute. Macht es gut. Ach so, falls ihr gerade in der Weihnachtszeit reinschaut, dann wünsche ich euch natürlich schöne Festtage.